Und herzlich willkommen zu Genshin Impact. Einmal mehr. Und neuen Ankündigungen. Das ja, war jetzt aber nichts Wichtiges. Nur, dass ein Sommeraufenthalt am Meer angefangen hat. Und ja, ich habe die letzten Tage nicht aufgenommen. Ich hatte zu viel persönlich zu tun. Oh. Oh. Oh, oh. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht... Wache goldene Seele und... Okay. Können wir nicht freischalten. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir Astrolabos erster Akt nicht jetzt machen können. Aber wenn wir das jetzt machen können, dann muss ich jetzt sagen, machen wir erstmal das hier. Weil sobald wir das gemacht haben, startet nämlich die eigentliche Mission. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte jetzt auch über Schnellstart das überspringen, aber wir haben die Zeit. Und es ist eigentlich zumindest am Anfang etwas besser, wenn man auch hier einige Informationen aus diesem Event hat mit Mona. Daher werden wir uns das durchspielen. Da muss das Goldapfel-Archipel noch ein paar Tage warten. Oder vielleicht mache ich... Nee, ja, habt ihr jetzt gestern keine Folge bekommen. Und... Oh, also für mich gestern, vielleicht für auch noch heute. Ich überlege gerade. Ob ich... Ich hätte eigentlich jetzt die Zeit. Das sieht mal schön aus. Und ja, Lensflares, aber gut eingesetzte Lensflares. Nee, die Sache ist die, ich überlege, ob ich hieraus einen sehr langen Part mache. Da muss ich in der Zwischenzeit aber mal kurz einen Cut machen. Und dann versucht die noch heute rauszuhauen. Wie viele braucht das? 1120, okay. Sag mal, Sternbild Fischl haben wir... Ach so, ja. Ich überlege, ob ich die auf C2 bringe. Weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. Auf jeden Fall, da hinten ist Mona. Und... Ja, ich würde sagen... Ich werde einfach mal schauen, wie gut wir durchkommen. Finally. I almost fell asleep waiting. As usual, my predictions are correct. You, yes you, come with me. Are you some sort of door-to-door fortune teller? Sorry, but we're not really interested. You're not from this world, are you? How do you know about that? Ach so, ja. How? Because I'm a master of true astrology.
If you've no other questions, let's be off. Ich habe aber noch Fragen. Wer bist du überhaupt? Ich habe noch Fragen. Fine. I'll exercise a little patience and explain. I am astrologist Mona Magistus, but considering that it is most rude to misremember names, I allow others to call me Mona. I am on a mission from my master to retrieve a certain box from Mondstadt. It was part of an agreement she made with a friend 50 years ago, but she isn't as spry as she used to be, so now it's up to me. Not sure what getting some box back has to do with us. Why do you need us to come along? Well, that's because I would also like to take on the Guardian of the Box. My master and her friend contended in the mystic arts all their lives without a clear victor. If I triumph here, then I will show myself to be superior to my master. Du willst also deine Stärke beweisen. Es geht ja also um Anziehen. Eigentlich nur Stärke. Well, I want to prove the power and status of astrology, to be precise. Now, from my predictions, I know that my master's friend has left Mondstadt, leaving her successor as the current guardian of that box. Like me, that successor must also be one who has surpassed their teacher. I must not be careless. But I would prefer to assure my victory in this contest, and upon giving it some thought, you came to mind. Aber ich weiß doch gar nicht, wie Astrologie geht. Wie bist du da auf mich gekommen? The knowledge passed down to me from my master must be passed on in turn. If I were to bring my disciple to meet her, then the lead is already mine, no? And you are Mondstadt's great hero, my equal in status, so... Abgelehnt. Wieso bin ich jetzt plötzlich deine Schülerin? Nein. Wir machen hier ein auf Jojo. Das heißt, Leute, die etwas unbedingt haben wollen, denen sage ich vor allen Dingen am liebsten eines. Nein! Come on, you don't actually have to become my disciple. You just need to act the part. There's something in it for you as well, should you come with me to get that box. Once I meet that successor and have a chance to exchange knowledge with them, I should be able to read your fate more accurately. Then I will have answers for you, even regarding such distant and foggy matters as gods and kin. That does seem much faster than searching the land country by country. Diese Bedingungen klingen ganz gut. Vielleicht sollten wir wirklich mitmachen. A wise decision. Ja. That said, I would like to pay a certain place a visit before we go. Astrolabos, erster Akt hinter den There's a Sternen. small inn near Mount Tianheng that never sees a lot of business, even though its food is always great value for the money. The owner has always been good to me, so I'd like to say a farewell before I set off. Ja. Keine Ahnung, warum Mona übrigens hier in Liwe war. Also, es ist... Ich meine... Nee, ich weiß es wirklich nicht. Es macht nicht wirklich Sinn in der Story. Oh. Na komm. Ja, dass ich trotzdem verbrannt ist, nicht wahr? Now that's what I call treasure. Ja, falsche Tageszeit, aber okay. Ja gut, aber da wisst ihr schon mal, entweder werde ich das Video Astrolabos erster Akt oder ja eigentlich Astrolabos erster Akt Teil 1 oder Even better than I imagined.
It's my lucky day. Und Teil 2 nennen oder nur Astralabos erster Akt? Wenn ich es nur Astralabos erster Akt nenne, dann werden wir die ganze Geschichte hier in einem Rutsch durchspielen. Ich glaube, das würde mir auch ehrlich gesagt besser gefallen. Weil auf dem Goldapfel-Archipel, da dürfte so einiges zu tun sein. Wenn es so ist wie letztes Jahr zumindest. Ja. Ich meine, die Aktion geht ja auch schon ziemlich lang, ne? Also, dass da noch viel Zeit übrig ist. Über einen Monat, das ist ja schon... Ich meine, das ist schon länger als das, was wir an Zeit bekommen haben für die Sachen mit Dings, mit Yelan und Chiao beim letzten Mal. Und ja, ich habe momentan irgendwie so wieder das Rollenspiel verlangen. Ich will hier nicht einfach nur durch die Welt rushen. Auch wenn das jetzt bedeutet, dass ich die Parts unnötig strecken werde. Tut mir leid für euch, aber ist halt so. Könnt ihr nichts gegen machen. Naja, doch. Ihr könnt ja auch das Video in doppelter Geschwindigkeit abspielen oder einfach Teile skippen. War hier nicht auch noch irgendwo ein... Ich meine, hier war noch irgendwo eine ziemlich gute Truhe. Oder haben wir die uns schon mal geholt? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ja, ist ja gut. Ich gehe wieder zurück zu Herrn Schuh. Ja. Kletter da hoch, Mädel. Manchmal muss auch eine Prinzessin klettern. Auch die Prinzessin der Verurteilung. Warum ich jetzt Fischl spiele? Ganz einfach. Ich habe keine Mona. Zumindest nicht auf diesem Account. Auf dem europäischen habe ich Mona. Da habe ich das Ganze auch mit Mona gespielt. Und, ach so, nee, ich zeig's gleich, wenn wir es sowieso sehen. Well, it's no wonder that an inn set up here has no business. Mona, well, you've come at just the right time. Did you see a jade ring while you made your way here? A jade ring? Can't say I have. Oh, that's not good. That ring was given to me by my mother, but while my back was turned, it was swallowed up by a slime. That should be no trouble with Mona here. She's really good at astrology. Absolutely not. Astrology is meant to be used to gain insight into reality and observe destiny itself. It's certainly not for such mundane affairs. But didn't you say that the owner here's been good to you? This is a matter of pride and one's state of mind. If an astrologist thinks that their arts can solve all problems, they will be forsaken by the starry ether. Their divinations will lose the power to guide and will not be able to pierce the fog of the unknown before them. Principles are principles.
Such a powerful ability, and you don't use it to earn a living? What a shame. Well, I was going to put up 20,000 Mora as compensation, if you were willing. 20,000? Was denn? Du siehst so bleich aus. Oh, it's nothing. I was just thinking that the person who finds that ring must be lucky indeed to be able to earn 20,000 Mora just like that. Ja, und du warst ja gerade dabei, von der Würde eines Astrologen zu sprechen. Yes, of course. Still, the owner's business has had it pretty hard. It must be a truly extraordinary ring to be worth spending this much Mora to find. It wouldn't be right for us to leave like this, so let's help to search for it. There may be other means we can employ besides astrology. Oh, Paimon knows where this is going. I know. I'll leave this one to you. This is the first mission I'm giving you as your master. Ja, sicher. Jetzt bin ich wieder dran. Since it was swallowed up by a slime, maybe we can use elemental bait to lure all the nearby slimes to us. You remember the stuff we helped Master Diluc make? And Paimon actually kept a small amount. Du bist echt unfassbar. Ich hoffe, das war nicht als Zwischenmahlzeit gedacht. Don't sweat the small stuff. Seems like you already have a plan. Yep, we'll be back in a jiffy. The Oh, elemental man. bait's really strong. It will attract all the slimes in the area. Even if they're just slimes, they can be dangerous together, so we'd best prepare ourselves. Ja. Und da sind sie. Bäp. Autsch. Ja, und... Ha! Sag mal... Dumm! Oh Gott, Benny! Dass er gerade so auf seine Brille bekommt, das liegt nicht an mir. Das ist bloß sein das ist bloß sein Pech, ja. Das hat nichts mit Skill zu tun. Hui! Na supi. Na ja, super. Ja, und das war's. Ah. Found it! This must be the ring! Hurra. It's so pretty. Paimon's sure it's worth a ton of... Paimon wasn't having any bad thoughts? Let's bring the ring back to Mr. Zhu. Ja. Wir wollen natürlich den 50-Jahre-Pakt seine Aufwartung machen. So. Und jetzt, die Sache, worüber ich mit euch reden wollte, ist,
Schaut euch ihr Outfit an, versucht es euch einzuprägen. Quatsch. Nicht einstellen. Ach, hier wird sie auch nur noch mit ihrem alternativen Kostüm gezeigt. Das ist nicht ihr Originalkostüm. Das ist das, was vor einigen Monaten gab. Genau, Rendezvous von Mond und Sternen. Ach, fließendes Schicksal kriegt man erst zu sehen, wenn man die Figur hat. Okay. War halt ähnlich hier wie bei Jean, ne? Oh, wenn sich bei Jean da, vor allem durch die Pose, sieht man kaum die Veränderung. Wen? Amber? Bei Amber sieht man die Unterschiede schon. Ich freue mich schon auf Fischl, wenn man da das sieht. I smell rabbit. Ja. That's it. That's the one. Ah, I thought it was lost forever. You actually found it. Not bad. Mr. Zhu, you must take care of such precious things a bit better. You might not be so fortunate next time. You're absolutely right. How would I have faced my family if I had lost the 253rd ring my mother gave me? Diese Blicke. Aber auch ernsthaft. Der 253. Ring aus 253. Jahr der Ring, den der Kerl verliert. Es ist ja, da fällt einem dann auch nichts mehr zu ein. Let me explain. My family owns 3 jade mines, and in order to ensure that I would be able to find myself a good wife, my mother had many jade accessories made as heirlooms. I think there might be over 500 of them. Then why would you feel the need to set up an inn here? Well, inheriting the family business too early unavoidably made things boring. Thank you, all the same. Here's the Mora, as agreed. Please take it. Then I'll take it gladly. Das ging aber schnell. Selbst Paimon war nicht so schnell. But we did all the work. A disciple should act like one. How can they steal their master's thunder? Ich seh's ja ein. Ich hab aber nie wirklich zugestimmt, deine Schülerin zu sein. Exactly. Well, you need to start practicing now. If my rival is as smart as I think they are, they will figure you out in a heartbeat. What was that rumbling sound? Oh, right. You mustn't have eaten in days. I'm very sorry. I forgot that you have no... That didn't happen. Forget it. Well, I suddenly feel that you have indeed contributed to our good fortune. I say we spend this money on treating you to a fine meal. If we travel north, we'll reach the Wongshu Inn. I hear the food there is really good, so let's go try it out. No need to thank me. I'm just doing as a good master should. Did she say she was treating us? Is Paimon hearing things? Da müssen wir hin. Das wolltest du doch sagen, oder? Mann, ist die nett. Nein, da müssen wir hin. Let's go after her for good food. Je.
Da teleportieren wir uns aber hin, weil man muss eh zu dem Teleportationspunkt, bloß damit einem dann gesagt wird, nee, wir gehen in die untere Ebene. Und das ist... So. Jetzt müssen wir halt wieder runter. Es ist... Keine Ahnung, wer sich den Blödsinn ausgedacht hat. Verdammt. Den kriegen wir nicht mehr, oder? Nein, den kriegen wir nicht mehr. Ich könnte ja eigentlich auch einfach runterspringen, aber... Ja. Razor, guter Junge, wartet auf Aufzug. Nehmen wir die landschaftlich schönere Sichtweise. Since it's Mona's treat, we can order whatever we want, right? Of course. I am a most generous master, after all. But only if you can finish it all. Wasting food simply will not do. Excuse me, what would you like to order? Diese Suppe mit Bambus und Fleischeinlage. Wie ist die? This is a favorite among our regulars. Bamboo shoots, meat, and ham are cooked together, creating a richly flavored soup. Pour a few spoonfuls into each bowl of rice you eat. You'll never get enough of it. Nice. Aber was ist mit diesem Tofu auf Krebsrogen? Though tofu could not be a more ordinary ingredient, it and crab roe are truly a match made in heaven. It's one of our specialties. Nett, aber vielleicht doch lieber was Vegetarisches? Was ist mit den Seeohren? It's exactly what it says on the label. Abalone made from vegetarian ingredients. It's just as good as the real thing. Trotzdem, da sind noch die goldenen Garnelenhäppchen. These are made using large, succulent shrimp wrapped in crispy fried potatoes. They have an amazing texture. Na dann, ich würde sagen, ich nehme alles davon. All of them? We only have 3. No, 2.5 people? Isn't that too much food? That's not how you count it. Besides, Paimon hasn't even ordered yet. Squirrelfish, Juyu chili chicken, and jewelry soup, please. Sure. And is there anything else you'd like to order, ma'am? I'd just like to ask, how much do the current dishes cost in total? Around 20,000 mora. Then, I'll just have some vegetarian noodles, please. All right. A bowl of vegetarian noodles, was it? Please wait a moment. We'll serve you shortly. Dieser Blick von Mona. Köstlichkeiten werden aufgetischt. Paimon und du, ihr habt richtig rein. Thinking about something since we started eating. Ja, wir haben richtig reingehauen, während Mona nur ihre Nudeln mit Gemüse hatte. Warum hat sie nur eine Schüssel Nudeln bestellt? Is it? Because she actually doesn't have money? I heard that. I said I was treating. How could I be rattled by something as mundane as Mora? An astrologist's mind is set on studying the stars. Being so easily disturbed by such banal matters would hamper my judgment.
Especially the act of overly gratifying oneself using Mora. It is both vulgar and dangerous. So, not eating the dishes we ordered is also part of an astrologist's pride? Paimon doesn't get it. But it feels kind of bad that only we got to feast. Mal sehen, was ich da tun Oh, kann. yes, we can do that. Just give us a minute. Ja. You don't use more to fulfill your desires, so it's fine as long as you're not buying anything, right? Let's go borrow the kitchen from the innkeeper. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little hungry, but it's not a big deal. Genau. Sie ist definitiv nicht hungrig. Und sie hat auch ganz sicher keine Geldprobleme. Also, wisst ihr, Bennett wird von seinem Gameplay als Feuer-Archon quasi verlacht. Aber wenn es um Mora geht, ist Mona eindeutig die Hydro-Archon. Weil sie hat kein Geld. Aber naja. Hui! Bob! Ach so, nee, ich muss ja erstmal den... Ach, Yang Xiao. Was willst du denn auch noch? Huayan. How may I help you? We'd like to borrow the kitchen here. Meine Freundin hätte gerne ein besonderes Gericht. Meine Freundin hätte gern ein von mir persönlich zubereitetes Gericht. Ah, I see. In that case, sure. As long as you prepared your own ingredients, feel free to use the kitchen. If I may, you must be well versed in the art of cooking, yes? Nicht so richtig. Dann sagt er uns, wir sollen doch mal nicht so bescheiden sein. Also, natürlich, bei mir wird alles lecker. Talented indeed. Actually, I have a small suggestion to make. From your clothes, you're most likely not from around these parts. But since you've come to Liyue, would you like to try making Liyue-style cuisine? I have a recipe for golden crab with me. It's a Yue cuisine classic. It's crab meat that's been rolled in flour, deep-fried, and then pan-fried together with ginger and garlic. When you finally plate it up, the crab seems to be lying on gold. Golden crab. Das klingt ein wenig kompliziert. Extra ein neues Gericht für Mona zu lernen, ist vielleicht doch etwas... Golden crab! Ich hab's verstanden. Goldkrebs. Ach, dann lerne ich das Rezept eben für dich, Paimon. Then let's get to it. Wieso hört sie sich in diesem Moment an, wie wenn die... Sei froh, dass mir gerade kein böser Spitzname für dich einfällt, du Notration. With your skills in the kitchen, this'll be a cinch. Ja. Ja. Irgendwoher haben wir bereits Goldkrebs. Also... Moment, hier. Wir haben irgendwann mal schon 11 bekommen. Ich vermute mal durch Aufträge oder so. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, sowas habe ich nicht eingekauft. Trotzdem, wir machen jetzt natürlich mindestens eine Fuhre selbst. Ich meine einfach nur... Ne? Ha, perfekto. Erhöht die Verteidigung aller Truppenmitglieder 300 Sekunden lang um 308 Punkte und den Heileffekt um 10 Punkte. Das ist ein ziemlich starkes Gericht, muss man sagen.
Also für Support auf jeden Fall zu empfehlen. Und ja. Hui! Boop. Lalalala. There's no need to spend all that effort on me. I'm not in dire need of food. I am a little hungry, but it's not a big deal. Ja. Hier. Kriegst einmal leckeren Goldkrebs. Ich mein, komm. Ich könnte es auch mit dem normalen, aber bisschen Angeberei muss ja auch sein, auch wenn es letztendlich keinerlei Unterschied macht, aber pff. This aroma is... Etwas, das zu deinen Nudeln passt. Das haben wir extra für dich zubereitet. Etwas, das zu deinen Nudeln passt. I never thought it'd be so luxurious. Fine. Since my disciple has put in so much time and effort, I must, with great difficulty, accept. This golden crab is too delicious. I have never eaten anything this good in my life. I mean, I never knew that my disciple was this skilled. As your master, I am most comforted. Hauptsache ist, dass du satt wirst. Na, du scheinst es regelrecht zu genießen. I see that it's no boast to call them Liyue's delicacies. I suppose it wasn't too much to spend all this mora on. Ah, it's nothing. Nothing at all. Now that we've eaten and drank our fill, we should be off. If we travel north from here, we should reach the Stone Gate, and from there we will be within the boundaries of Mondstadt. What deep mysteries shall we acquire knowledge of? I'm looking forward to it. Genau. Dann würde ich sagen, begeben wir uns in Richtung des Steintores. Allerdings, bevor wir dies machen, muss ich noch eine kurze Unterbrechung einlegen. Aber ich möchte euch nicht komplett im Regen stehen lassen. Deshalb ein kleiner Tipp für all diejenigen, die sich darüber freuen, Kasua zu haben in ihrem Team und ihn gerne mit Saccharose Sucrose zusammenspielen wollen. Ist keine so gute Idee. Denn ja, Favonius Mollis, ihre permanente Fähigkeit, sorgt für Folgendes. Erhöht die Elementarkunde aller Figuren in der Truppe, außer sich selbst beim Treffen von Gegnern mit Windseelen Erschaffung Experiment 6308 oder verbotene Windseelen Erschaffung Isomorpha Typ 75-2. 8 Sekunden lang in Höhe von 20% von Saccharoses Elementarkunde. Bläh. Das stimmt nicht. Dieser Satz ist falsch. Und zwar in folgender Weise. Die Elementarkunde wird sowohl für Saccharose nicht weiter erhöht, als auch für Kasua wird sie nicht erhöht. Und das hat folgenden Grund. Poesie von Fubutsu. Weil für jedes Mal, wenn er eine Verwirbelung auslöst, dann erhöht er ja seine Elementarkunde. Ja? Und im Grunde ist das ein Effekt sehr ähnlich wie der von Sucrose. Und die beiden Effekte zusammen könnten die Elementarkunde quasi ins Unendliche stacken. Weil mehrere auf diese Weise erhaltene Schadensboni unterschiedlicher Elemente können gleichzeitig existieren, ne? Deshalb ist es jetzt schon seit
einigen Versionen so, von den Entwicklern auch bestätigt, dass Favonius Mollis jeden Charakter betrifft, außer Saccharose und Kadeharakasua. Der wird ebenfalls nicht supported. Also steckt die beiden niemals in ein Team, wenn ihr sie zusammen benutzen wollt. Nur damit ihr es wisst. Und bis dahin, nee, mache ich hier einen kurzen Cut. So, weiter geht's. Bisschen Zeit für mich vergangen, keine Zeit für euch. Das ist genau wie es geplant ist. Nein, mit dir lege ich mich nicht an. Für dich habe ich keine Zeit. Und ich hoffe... Gut. Übrigens, hier ist You. Den Kerl sieht man auch am... Ein Gast, guten Tag. Mein Vater ist heute nicht da. Bitte ruh dich aus und leg die Füße hoch. Was machst du da? Ich passe nur auf den Teestand auf. Mein Vater ist heute krank. Eigentlich wollte ich ja mit Meng Meng spielen gehen, aber ich bin jetzt schon groß und muss meinem Vater helfen. Aber so ist das nun mal. Als Erwachsener hat man viele Verpflichtungen. Ja. Ah, doch. Irgendwie, sobald man mit dem spricht, ne? Hey Leute! Bams! Ui! Ich glaube, ich war eine größere Gefahr für die Waren als... Eben hattet ihr doch... Eben hatten die noch Lebenspunkte. Ja. Aber ich meine, das ist der Kerl, den man auch... Nee. Am Hafen von Liwa Hafen finden kann. Was haben wir hier? Ach. 2 Helikule für eine Truhe. Das ist ein Deal. Empty chest. Moment, waren das gerade 2 Artefakte dabei? Ach, eines Abenteurers Worte war 2-mal. Okay. Weil, ja, es kann später sein, dass man 2-mal ein Artefakt bekommt. Wenn man genug bei den Abenteurerstufen hochgegangen ist. Was wir nicht sind. Da ist der Kerl mit seinen Hündchen. Und ja, ich weiß, Rennen ist langsamer als die ganze Zeit Dashen. Kristallkerne sind aber immer gut. Hehe. Ich wusste es. Ich hab's geahnt, wenn ich das Schweinchen erleg, dann kommt Sonic the Hedgehog. Also Sonic the Hedgehog für Arme. Das soll ja noch dabei gesagt werden. Habt ihr gehört, die ganzen Sonic-Fans? So eine Geo-Echse ist kein ordentlicher Sonic-Ersatz. Das ist allerhöchstens Sonic auf, keine Ahnung. Selbst auf Wish bestellt kriegt man einen besseren Sonic. Ja Gott.
So, jetzt sind wir aber fast beim Steintor. Na dann. That was tiring, but we're finally in Mondstadt. The quest to plumb the wondrous depths of knowledge is indeed arduous. Paimon's not tired. That's because you float. Well, it doesn't look like an astrologist is all that amazing either. That's because you have too many unrealistic fantasies about astrology. Are you also resting your feet here? Who are you? Oh, my brothers and I are all merchants. We just finished doing business in Liyue, and we're preparing to head back to Mondstadt. You look rather tired. The cart we hired will be coming in a while. What say you to coming along for the ride? Wird das was kosten? No need, no need. We're already heading that way anyway. There's no need. Now shoo, get out of our way. Huh? Miss, is there something wrong? Cease your pretensions, bandit. Picking up people on the road who appear vulnerable, robbing them blind once they've gotten on the cart, and then taking them to some Archon-forsaken place. Is that your deal? What are you saying? We came over here to make conversation, and this is how we're rewarded? With insults? If you don't want to get on, don't. Crazy girl. Well then, shall I tell you now which objects you have on you that are stolen? If you have any quibbles, we can bring people to corroborate what I've said, and all will come to light. If I lose, I'll pay you 20,000 mora. But if I win, then you'll be eating prison rations in Liyue Harbor tonight. How about it? If you're real legitimate businessmen, there's nothing to fear, is there? You've pushed it too far, brat. I don't know how you found out, but as long as we get rid of you, no one will have to know. Mona, pass auf! Ich werde nicht zulassen, dass ihr etwas tut. Ah, Mona, pass auf. Don't fret, it's just a few bandits. You said earlier that there was nothing amazing about astrologists? Well then, this is a good time to show you what your master can do. Ja. Ich sollte hier mal kurz etwas klarstellen. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Doch, das ist genauso, wie es aussieht. Mona ist pleite. Ich sag ja, was Mora angeht, ist Mona wie ein Archon. Wie Venti oder Zhongli. Die hat kein Geld. Naja, auch wenn der Angriff hier amazing aussieht. Ich meine, er ist höher als der von Euler. Was aber vor allem an der Waffe liegt, Himmelsatlas, einfach einer der besten Katalysatoren im Spiel und er pusht den Angriff ordentlich. Was ich mit Euler nun mal nicht habe. Der physische Schadensbonus hebt sie deutlich über Mona, aber das sieht man nicht, ne? Und, naja, die Artefakte für sie und die Artefakte für sie, ne? Das ist auch noch so ein kleiner Unterschied. Also allein, dass man sieht, die sind alle Stufe 14, sind 4 Sterne, Wagemut-Set. Und das hier ist einfach nur ein, naja, ziemlich schlechtes Berserker-Set, seien wir mal ehrlich. Ich müsste mal farmen für sie. Ja. Sie ist aber halt eindeutig ein Support-Charakter. Weil diese Schadenswerte, die gehen nicht wirklich hoch. Da ist Euler schon ein bisschen... so ein bisschen, mehr amazing. Und haben wir hier nicht noch irgendwo eine... Da ist sie.
Okay, die Standardangriffe von ihr, die sehen zwar auch nach nichts aus, mit nur 28%, aber ihre heftigen Angriffe sind eben deutlich besser. Und man muss halt sagen, ne, Flächenschaden. Sowas hat Mona gar nicht. Okay, mit ihrem heftigen Angriffen macht sie so ein bisschen Flächenschaden, aber das werde ich euch jetzt zeigen. Mona ist aber ansonsten einfach nur eine Supporterin. Aber amazing hierfür. So. Und eine der besten Support-Fähigkeiten, die sie hat, sind diese Phantome. Weil die explodieren nicht nur, die sorgen auch dafür, dass Gegner die angreifen und nicht Mona. Oder andere Charaktere. Autsch. Okay, jetzt machen wir aber hier mal. Also, das macht Mona an Schaden. Razor ist halt einfach der bessere DPS-Charakter, eben weil er ein DPS-Charakter ist. Und nein, Großschwertcharaktere haben keinen Vorteil, was DPS angeht. Yanfei oder Klee zum Beispiel. Yanfei ist so in etwa auf einer Stufe mit Razor, würde ich sagen, was die Schadensausteilung angeht. Klee ist deutlich über ihm, muss ich mal ganz ehrlich sagen. What did you think? Did that satisfy your expectations? Also, auch wenn ich Klee vom Spielstil her nicht mag, vom Schadensoutput ist sie eigentlich deutlich über Razor anzusiedeln. Sag schon. Bei Ningguang stimmt das Ganze nicht ganz, weil sie sich eher auf Flächenschaden, also auf Gruppenkämpfe spezialisiert. Während eben Klee, Yanfei, Razor, aber auch Euler da schon eher so sind, wir wollen, dass sie sich auf einen Gegner konzentrieren. Klar, alle haben auch Flächenangriffe, mit denen sie ordentlich Schaden machen, aber naja. Dein Kampfstil ist beeindruckend. Du hast die Banditen durchschaut. Such things are elementary for an astrologist. Lies are worthless before astrology. Destiny and truth are written in the stars. Though it may take more time to garner the specifics, I can read the gist of a situation at a glance. But you did hit some bumps in the road. That's because Tivat's stars can only display the fates and truths of this world. Anything related to you becomes like a fog that even I cannot penetrate. That is why I must meet that successor. With our knowledge combined, I might be able to gain new insight into your fate. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hege keinerlei Hoffnung, um ehrlich zu sein. Ja, nicht wirklich. Ich meine, das wäre ein bisschen sehr einfach. Whatever the case, you've got everything to gain from this trip. All right, I'm rested. Let's get this journey to Mondstadt over with. If only we had a cart. I thought you weren't tired. Ja. Wollen wir uns die holen? Oh, ich glaube eher nicht. Aber die holen wir uns auf jeden Fall und da hinten die auch.
Empty chest. Good for storage. Genau. Genau, Razor. Bob. Ich versuche zu springen. Das ist ein guter Trick. Das kenne ich noch aus meinen Shooter-Zeiten. Hm? Selbst ich, der nichts mit Shootern am Hut hat, weiß, man sollte da nicht über die Map hüpfen wie Honey und Nanny. Sieht vielleicht schön aus, aber jeden gegnerischen Scharfschützen freut es. Ach, wer kennt das noch aus der Schule? Heute in Hopserlauf. Also so Rennen ist schon schneller, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass so ein Hopserlauf fast genauso schnell ist wie Rennen. Das kann nicht sein, oder? Ich müsste es mal... Ich müsste es mal testen. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. So. Perfekte Atmosphäre, schöner Abend. Oh. Are you ready? Don't shame your master now. We're about to meet that successor. Du weißt schon, dass ich nicht vorhersehen kann. Du weißt schon, dass ich nichts aus den Sternen lesen kann. I guess. Wait, no. It won't do if you have no idea at all, even if you are a fake disciple. We have a rule that forbids us from teaching outsiders, but I suppose I could teach you. My astrology is based on hydromancy, and as the name suggests, I use the reflections in water bodies to observe the true starry sky. Allow me to demonstrate. Watch closely now. From the present station and movement of the stars, I see. So that successor is a young, female Knight of Favonius. Doesn't that sound like Lisa? We will meet her here presently. Well, that's all the information we need. Wie, das war's? Ich konnte doch noch gar nichts sehen. Wie, das war's? It seems that even basic astrology can't be grasped in one go. Never mind, I'll explain in detail later. She's here. Wow, it's you, Miss Honorary Knight. And Paimon, too, you're back. That's her. The successor to great knowledge. Du meinst Klee. Du musst dich geirrt haben. Du hast dich geirrt. Successor? That's right. I am the astrologist who has plumbed the depths of the ocean of stars. Surely you have long calculated my arrival as well. An ocean of stars? What's that? Does
Does it have fish in it? Fish? No, don't play dumb. Is this some kind of game? I should be the one saying that. I didn't get what you said at all. Das führt doch zu nichts. Deswegen habe ich doch gesagt, du musst dich geirrt haben. Ja, Klee kann man einiges vorwerfen, aber nicht, dass sie eine Astrologin ist. But my predictions can't be mistaken. Well, let's make sure. Your mother's name is Alice, isn't it? That's right. Oh, so you're Mommy's friend. But she's gone very far away. My readings told me as much. But before she left, she must have imparted her mystical arts to you, surely. Mystical arts? I don't get it. Mommy only taught me to make jumpy dumpties. So Klee's mother is the friend and rival of Mona's teacher? Das ist da. As well versed in astrology as she was, my master knew only astrology. Alice, on the other hand, was skilled in a great many other mystical fields. Ja, ich find's ja immer noch so bekloppt, dass sich keiner darin aufregt, dass das Einzige, was Alice ihrer Tochter beigebracht hat, das ist, Bomben zu bauen. Ernsthaft. Man fragt sich ja oftmals, wer so der schlimmste Vater aller Zeiten ist. Ist es Jing aus Hunter x Hunter? Ist es der eine Typ aus Fullmetal Alchemist Brotherhood? Ist es der Imperator aus Warhammer 40k? Alles gute Möglichkeiten. Aber wer die schlechteste Mutter ist, das ist, glaube ich, ziemlich einfach zu klären. Also zumindest für mich ist es einfach Alice. Wer seine Tochter verlässt und das Einzige, was man ihr hinterlässt, Bomben sind. Sorry. Und egal wie, falls sie irgendwann mal spielbar werden wird, und ich vermute mal, sie wird irgendwann spielbar. Jetzt reine Spekulation. Jedenfalls, sollte sie irgendwann mal spielbar werden, würde ich sie einfach rein aus Prinzip nicht spielen. Es ist egal, wie amazing ihr Charakter ist und so. Also vom Gameplay her. Well, Klee's so young. So even if she'd heard this deep knowledge, she might not have understood. Yes. It seems she has inherited the blood, but not the knowledge. What a miscalculation. There can be no contest like this. Yes. So before Alice left, did she tell you about a 50-year agreement and about a certain box? Oh, I know this one. So you're here for that box. I'll look. Wait here. Not this one. Or this one. No, it's not this one either. Ah, I remember now. I buried it together with my new treasure at Windrise. Das wird doch nicht wieder eine Bombe sein, oder? Warum verbuddelst du überhaupt immer alle deine wichtigen Sachen in der Wildnis? Ja. Oh, und by the way, sind das eigentlich die Gürtel, die Razor an seinem Umhang hat? Versucht euch das mal einzuprägen und gleich schauen wir uns Razor an. Und warum verbuddelst du deine wichtigen Sachen in der Wildnis? Wait for me. I'll be right back. Ja, sie hört mal wieder nicht zu. Klee, don't just run off. Don't you need the things in your pack? I'll help her pack these things back in. You go after her. Looking at how rash she is, I worry for the box. Brauchst du nicht. Ja gut.
Ich würde sagen, sie haben ein Redesign bekommen für Klee beziehungsweise für Razor. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden zuerst kam. Aber ja, dürfte so in etwa das sein. Oh, jetzt aber erstmal auf nach Windstieg. Nö. Ach so, macht euch auch keine Sorgen, wir sind hier fast fertig mit dem... Ihr seht's ja sowieso bei YouTube, wie lang der Part noch dauert. We're here! This is it! Let's dig it up! Das sind wohl eher Dendro-Schleime. It can't be! I put a sign here! There's no mistake! Ah! Dendro slimes! Tja, wer hätte es geahnt? We can talk later! Let's take them out first! Ja. Und diesmal ist das auch deutlich einfacher als beim letzten Mal. Einfach weil ich beim letzten Mal keinen Pyro-Charakter mit dabei hatte. So. Found it! It's this box! Glad it wasn't damaged in the explosions. Retrieval complete! Let's bring it back! Na dann. Wie Klee gesagt hat, aber jetzt wieder Teleport. Hui. Wouldn't gliding be faster? You're back at last. The wait was exceedingly dull. I had intended to read a book to pass the time, but this one was just some ridiculous diary. Nothing of note in it at all. It dropped from Klee's backpack, so I thought it might contain some ancient knowledge, but... Never mind, Matt. So, did you find the box? We did! It's in perfect shape! That's wonderful! Wait a moment. Why isn't it locked? And why is it empty? Huh? Well, it's because I borrowed this box to store my treasures. Borrowed? But since you're here for the box, I took all my treasures out. That's why it's empty. You used it to store your things? Then where are the original contents of the box? That's what I want. Oh, you want the thing that used to be in the box? You should have said so. You haven't broken it, have you? No, it's not broken at all. It's the book in your hand. What? This. So this book, this diary, is that Hag's... It's her diary from 50 years ago? The thing she wanted back after 50 years was the dark history of her youth? I'm finished. No wonder that old woman said I should not look at it no matter what, or she'd rip me to shreds. Am I in trouble? It was you who said you wanted the box. You didn't say anything about the thing inside. I don't know anything. I'm leaving. Bye. Klee kann doch nichts dafür. Was für ein rührendes Ende. Ich finde das nicht rührend, ich finde das einfach nur lustig. Weil es ist genauso, wie Klee nun mal reagieren würde. Ich meine, diesmal hat sie aber wirklich nichts falsch gemacht. Well, if you don't say
Your master won't find out, will she? Impossible. Astrology can see through all lies. You've seen it yourself. Oh. After having spent all my mora to come to Mondstadt, not only have I gained no knowledge, but now I can't return. How did it come to this? That's so sad. Maybe you could forget everything in that book and then go back. That's too difficult. And even if I wanted to stay in Mondstadt, it would be... Teuer? Oder peinlich? Wir gehen mal mit peinlich, weil mit TIS, also meinem europäischen Account, habe ich teuer gewählt und ich sage euch dann, was da der Unterschied sein wird. Yes. How can I maintain a proper astrologist's mentality if I stay with all these Philistines? Well, then you'll just have to go back and face your master. Stop talking about it. I guess I'll just have to stay in Mondstadt temporarily. Once that old crone's reached the end of her days, I'll be free. Du bist zu einer erschreckenden Schlussfolgerung gekommen. Hältst du das für eine endgültige Lösung der Astrologiefrage? But what will I do about my astrology research? No, wait, I don't even have a place to stay. Oh, stimmt. Da kann ja noch das. We can go ask Catherine at the Adventurers Guild. Let's see if she can help. The Adventurers Guild? Ah, right. You can do commissions for them in exchange for... You know what I mean, don't you? Wegen dem Hut hat man kaum gesehen, dass sie noch geblinzelt hat. Am Ende. Aber ja, ganz recht. Oh, thanks. Never mind, it's nothing. Ja. Je. Armer Timmy. Keine Tauben mehr hier. Alle weggeflogen vom Regen. Aber in Mondstadt ist direkt wieder Sonnenschein. Die Wetterumschwünge sind manchmal echt, ja. Naja. Ach so, wenn man gesagt hat, das wäre zu teuer, dann meckert sie einen an, also meckert Mona einen an, dass man ja keinerlei Manieren hätte und sowas nicht sagen sollte. Nee. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Monas Geschichte und ihre missliche Lage. I see. I understand the situation. There is a magic laboratory in Mondstadt that has been sealed by some unknown person. Although we have a few specialists who could break the seal, they all have their own labs and aren't that interested in the matter. I believe that if the astrologist you mentioned can break the seal, the owner of that house wouldn't mind if she stayed there. Ah, das schafft sie bestimmt. Ich werde sie dorthin begleiten. Ah, das schafft sie. Alright. Then allow me to tell you where the house is. Ja. Also. Brauche ich gar nicht auf die Karte zu sehen. Und wenn man dieses Haus kennt, ne? Also dieses Siegel, das ist halt da, sobald man das erste Mal Mondstadt betritt. Und es gibt jede Menge Leute, die sich fragen, was für ein Siegel ist das und ja, was macht man damit? What trinkets lie veiled within this desolate plain? Okay, minderwertiges Verstärkungserz bekommen wir jetzt schon zweimal. Nice. The
person who placed this seal is by no means simple. Breaking this seal by force is nigh on impossible. Interesting. I suppose it's worth using my astrology on. Let me see. I see. So, if you first, and then you... Alright, it's open. Holy moly, that's amazing! Now we just need to go back to Catherine and you'll be able to stay here. No need, no need. You have my utmost thanks. You are? Oh, I'm Goth, the owner of this house. I passed by the Adventurers Guild a while back, and Catherine told me about the matter. I never thought this troublesome seal would be dispelled so quickly. Does that mean I can stay here? Of course, of course. The facilities inside were just being left there anyway. I would be glad to have someone make use of them. To express my thanks, I shall rent this building to you at the lowest possible price. Rent? I didn't hear anything about rent, and I helped out too. Well, yes, of course, I understand. I am most thankful to you for that. So rest assured that I will give you the best rates. I mean... Paimon thinks Mona's misunderstood something, but... Das scheint immer noch die beste Wahl zu sein. Du musst einfach etwas sparsamer sein. I guess I don't have any other choice. I'll rent this place. Great! Then we are agreed. I will go prepare the documentation. Please wait here. Thanks for your help. Also, well, I'm very sorry, but I won't be able to do what I agreed to help you with just yet. Without the necessary tools and without new knowledge, it will take me some time to see your destiny clearly. But I promise that I'll do a reading for you first thing once I'm ready. Wie du schon sagtest, diese Reise schadet niemandem. Da wünsche ich dir viel Glück. Yes. I don't really know what to do, but I'll do my best. Gut. I wish you both safe travels. As for me, I need to think of the future as well. Absolut. How is she gonna make a living if she doesn't use astrology to make money? Maybe we should come back and check on her once in a while. It would really be bad if she fainted from hunger in there. Astrolabos, erster Akt, abgeschlossen. Ja, jetzt können wir Urlaub auf dem Goldapfel-Archipel angehen. Rack it out. I'm doing experiments here. Oh, it's you. I'm currently running some tests related to your situation. I should see some results soon, so please wait patiently. Don't worry about me fainting from hunger. In any case, I figured out a way to make some money. Okay. Na, wenn sie das sagt. Aber... ja, es ist etwas mehr Zeit vergangen. Ab jetzt können wir dieses Ziel verfolgen. Aber erst in einem anderen Part. Bis dahin, Gruß, Zynas Fan.